Beautiful shot by Casper. Whoa! Perfectly placed shot by number 92, Casper. Du bist ein Spieler, der sehr, sehr körperlich spielt, sehr, sehr viele Checks sammelst, bist auch bei uns in den Arbeiterstatistiken immer ganz, ganz oben mit dabei. Wie stolz bist du auf den Teil des Spiels? Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Teil von meinem Spiel. Ja, ich versuche natürlich eigentlich alles zu machen, was dem Team hilft, und das ist natürlich Checks auch und hart zu arbeiten, und das versuche ich in meinem Spiel, in jedem Spiel zu machen. Das ist dein Sophomore-Year, also dein zweites volles Jahr in der National Hockey League. Was ist anders, was ist vielleicht auch ein bisschen schwerer als im ersten Jahr? Ja, ich glaube vor allem, man kann es offen ansprechen, offensiv ist es neben Jahr nicht so gut gelaufen für mich, nicht so viele Scorerpunkte gesammelt, und ich glaube auch deswegen versuche ich viel Wert auf das physische Spiel zu legen und einfach zu schauen, alles zu machen, was dem Team helfen kann. Und man kann es, wie gesagt, im Sophomore schwieriger sein, und das ist dann halt so, und man muss einfach hart daran arbeiten, dass es dann einfach in Zukunft wieder besser läuft mit Scorerpunkten und so. Was bekommst du denn für ein Feedback von den Trainern? Also ich kann mir vorstellen, das körperliche Spiel schätzen sie sehr. Was sagen sie zu dir? Ja, ich glaube, wir arbeiten auch mit Videos und so, aber ich glaube, sie schauen einfach, sie wollen auch natürlich, dass ich so spiele, und also spielt das auch einfach halt. Auch wenn man dann in einer Rolle spielt, manchmal, wo man nicht so viel Eiszeit bekommt, nicht so viel Powerplay-Eiszeit, eben, wie gesagt, dann muss man halt eben auf andere Sachen schauen und die auch gut machen. Als Österreicher, als junger Österreicher in der NHL kann ich mir vorstellen, schaut man auf die Spieler, die schon hier waren, die Warnecks, Grabners, Raffels. Zu wem hast du früher aufgeschaut als Kind? Mit Michi habe ich ja ganz guten Kontakt da, und er wohnt auch nicht so weit von mir entfernt, natürlich im Villacher, zwar Villacher, aber trotzdem würde ich sagen, den Michi Raffel, ist ein toller Typ, und der ist ein super Spieler, also natürlich schon cooler, ihn zu sehen früher. Die Heimat ist ein bisschen weit weg, österreichische Küche ist einfach mal so gut. Wie schaffst du es dir, ein bisschen Österreich hierher nach Detroit zu holen? Zum Beispiel gestern, meine Freundin ist zwar Schwedin, aber die hat eine Fredatensuppe gemacht und eine Knödel gestern zum Abendessen, also das war cool. Und ja, die Familie kommt mal auch her, und natürlich steht man in Kontakt mit Freunden aus der Heimat und so natürlich auch. Was bekommst du denn mit von dem Support aus Österreich? Also ich glaube, die folgen dir richtig, die fiebern immer mit. Was bekommst du mit von der Unterstützung von daheim? Ja, es freut mich natürlich sehr, solche Sachen zu hören, und ja, ich glaube vor allem letztes Jahr mit der WM, ich glaube, dass das Eishockey in Österreich noch einen höheren Stellenwert erreicht und auch in Zukunft erreichen kann, und das freut mich natürlich immer sehr, das zu hören und auch zu sehen, wie sich die jungen Spieler in Österreich entwickeln, und natürlich auch einfach, wie Eishockey begeistert Österreicher sein können. Du spielst mit den Red Wings für einen absoluten Traditionsclub, Original Six Team. Was bedeutet es dir, das Logo auf der Brust zu tragen? Ja, es ist extrem cool. Sie haben es angesprochen, es ist ein richtiger Traditionsclub. Sehr viele Stanley Cup-Siege und so. Und ja, macht mich natürlich stolz, und das ist natürlich schon was Cooles. Und, ja. Ich kann mir vorstellen, für den Traditionsclub zu spielen, bringt manchmal auch ein bisschen extra Druck mit sich. Was bekommst du davon mit in Hockeytown, also in der Stadt selbst und auch hier im Stadion? Ja, erstens einmal die Fans sind super, es ist immer ausverkauft, ob es gut läuft oder nicht so gut läuft für uns, sie sind immer da, supporten uns, also das ist glaube ich das Wichtigste, und sonst, ja, ob jetzt extra Druck oder nicht, man versucht einfach das ein bisschen auszublenden, ob jetzt da extra Druck ist von den Medien und solche Sachen, aber wie gesagt, die Fans sind super, und es hat einen Grund, warum es Hockeytown genannt wird. Moritz, heute hast du auch einen deutschen Teamkollegen, wie viel sprecht ihr denn außerhalb des Eises auch miteinander? Ja, schon, aber eben Deutsch jetzt vielleicht nicht so viel natürlich, weil damit die Teams jetzt halt uns auch verstehen. Zum Beispiel, wenn jetzt die Bayern München zum Beispiel spielt, dann reden wir schon ein bisschen darüber und so Sachen, aber sonst ist natürlich die Hauptsprache Englisch, und ja. Was würdest du denn über den Moritz sagen, wie er sich auf dem Eis und in der Kabine verhält? Was für ein Typ ist Moritz halt? Ja, also man kann viel Spaß mit ihm haben. Am Eis ist natürlich ein sehr stabiler, harter Typ zum Dagegenspiel, und offensiv natürlich auch. Produziert viele Punkte, spielt stark im Powerplay, und ja, ist ein wichtiger Teil von unserem Team. Du hast in Schweden auch schon gespielt, du hast gerade gesagt, deine Freundin ist auch aus Schweden, also es gibt Kontakte zu dem Land, ihr habt auch viele Schweden in der Mannschaft, also mit wem machst du denn außerhalb vom Eis am meisten? Ja, natürlich. Ja, Schweden haben wir schon auch viele, ja, mit dem Johansson und Edmundson habe ich früher auch schon zusammengespielt, eben in Grand Rapids, und dann der Emmett Finney da links neben mir ist ungefähr in meinem Alter, und wir wohnen auch in der Nähe, also mit ihm machen wir viel auch sonst außerhalb vom Eis, aber eigentlich bleibt auch nicht wirklich viel Zeit, was zu machen, weil jeden zweiten Tag ein Spiel ist, also der Spielplan ist sehr eng. Ja.
Wie ist es denn genau? Du sagst es gerade, der Spielplan ist so eng zusammen. Ich kann mir vorstellen, du hast auch neben dem Hockey noch ein paar Hobbys. Ja, wie viel Zeit bleibt da übrig und was machst du gerne in deiner Freizeit? Ja, in der Freizeit, also wie gesagt, viel bleibt nicht. Wir sind viel unterwegs, aber sonst, wenn ich daheim bin, wir gehen spazieren, wir haben jetzt einen kleinen Hund, einen Welpen, mit dem wir uns viel beschäftigen jetzt natürlich auch. Und ich glaube, das ist eigentlich das, was man am meisten macht, einfach spazieren gehen, die Tage genießen, die man einmal kein Spiel hat und ja, einfach schauen, dass man ein bisschen relaxt, damit man am nächsten Tag wieder bereit ist für das Spiel. Alone scores! Kasper! The youngsters coming through the big time here.